Hi und willkommen hier im Erster Tech Lab. Mein Name ist der Christian. Und ich bin der Sascha und wir testen heute die nagelneue Foxeer Monster V2. Yeah! Mit der Monster V2 will Foxeer mal wieder zeigen, dass sie zu den Big Playern gehört, stetig ihre Produktpalette verbessert und an den aktuellen Stand der Technik anpasst. Ja, und ob diese Kamera im Vergleich zu den anderen aktuellen Kameras vergleichsweise gut abschneidet oder nicht, das werden wir heute zusammen herausfinden. Für den Vergleich stehen uns zum einen eine Foxeer Arrow, eine Runcam Swift 2 und eine TBS-00 zur Verfügung. Doch bevor es an den Vergleich geht, wollen wir uns natürlich erst einmal die Monster V2 anschauen. Die neue Kamera kommt in einem schicken kleinen schwarzen Karton, welcher auf der Rückseite nochmal Informationen über das Modell bereitstellt. Ja, es macht gleich beim Auspacken auch schon einen sehr guten Eindruck, als hätte man ein teures Handy gekauft. Ja, einfach weil es einen edlen Eindruck macht in diesem schwarzen Karton. Neben der Kamera befindet sich im Lieferumfang eine Halterung mit Schrauben, eine Linsenabdeckung, eine Fernbedienung zum Einstellen der Kamera und eine Anleitung, die allerdings nur auf Englisch ist. Sobald man die Kamera in der Hand hält, würde ich sagen, dass das Gehäuse aus Aluminium zumindest bei einem Crash nicht so schnell kaputt gehen sollte. Jedoch habe ich schon Bilder gesehen, in denen es zerbrochen ist, bin mir aber sicher, dass ein Plastikgehäuse in diesem besonderen Falle genauso wenig ausgehalten hätte. Ich bin einfach ein Freund von solider Bauweise und würde daher Aluminium, Plastik auf jeden Fall vorziehen. Zuerst dachte ich, dass das Gehäuse die Kamera schwerer macht als ihre Konkurrenz, muss aber mit Erstaunen feststellen, dass sie mit 14,46 Gramm ziemlich genau um 1 Gramm leichter ist als die Swift und Arrow. Lediglich die TBS-00 ist mit 12,26 Gramm deutlich leichter. Ein anderer Vorteil des Aluminiumgehäuses ist, dass die Befestigungsmöglichkeiten nicht mehr so mit Blechschrauben in das weiche Plastik gemacht werden, sondern mit Maschinenschrauben. Und das finde ich auf lange Sicht einfach die bessere Lösung ist. Zwar hat die Swift und die Arrow eingelassene Metallgewinde, im Gegensatz zur TBS, aber genau das wird ihnen wohl in Sachen Gewicht den zweiten Platz gekostet haben. Für die Klemmhalterung gibt es am Objektivhals eine kleine Wulst, damit die Kamera sich nicht aus Versehen beim Fliegen verdrehen kann. Mit einer Breite von 28,1 mm ist sie schon mal kleiner als die Swift, sowie bei weitem kleiner als die Arrow, welche eine Breite von 29 mm hat. Ja, und sollte daher auch in die meisten Frames passen. Laut Hersteller soll die Breite aber 28 mm sein und daher Vorsicht, einige Frames gehen von einer Gehäusebreite von 28 mm aus und insbesondere wenn die Halterung der Cam Teil des Rahmens ist, wie bei dem Rampage von Skull & Drones oder dem Chameleon von Amatan, kann es so eng werden, dass man womöglich auch zur Feile greifen muss, um das ein oder andere Zehntel abzutragen. Die mitgelieferte Linse hat eine Brennweite von 2,5 mm und aufgrund der standardisierten M12-Gewinde mit einer Steigung von 0,5 mm kann man aber die Linse wie bei eigentlich allen Kameras gegen eine andere, zum Beispiel 2,1 mm, für mehr Weitwinkel austauschen. Lediglich beim Wechsel der Linse tut man sich aufgrund des kleinen Konterrings etwas schwer, da man kaum Halt findet und es eigentlich kein ordentliches Werkzeug dafür gibt. Allerdings ist das auch ein Problem, das alle Hersteller scheinbar vollkommen ignorieren. Dabei wäre es so einfach, das Problem zu lösen, indem man eine etwas größere Mutter benutzt. Zumindest ist das für meine dicken Finger eine Fummelei. Und ich dachte, du fummelst gerne. Ja, normalerweise schon. Wenn wir uns jetzt einmal die Rückseite der Cam anschauen, dann sehen wir eine 7-Pin-Buchse. Das ist die Schnittstelle für alles. Wir haben hier natürlich eine Stromversorgung mit Plus und Minus. Wer glaubt's? Super, dass sie mit dran ist. Ja, die Versorgungsspannung läuft hier mit 5 bis 35 Volt. Auf der Verpackung steht zwar eine andere Angabe von 5 bis 40 Volt, wollte ich sagen. Ja, aber das wird uns sowieso, also die meisten von uns zumindest nicht betreffen, da wir uns ja mit 6S LiPos maximal in einem Bereich von 24,6 Volt bewegen, also kein Problem. Ja, als nächstes haben wir dann die Signalpins.
mit Video, Audio, OSD und Ground. Wobei ich finde, dass sie das Audio, also bei dem Audio- und OSD-Kabel die Farben hätten tauschen können oder sollen, weil ja üblicherweise Audio weiß ist und nicht grün. Ja, als 7. Pin haben wir dann noch den Voltage-Sensor, den man einfach irgendwo im System am Kopter an Plus anstöpselt und dort kann man dann eben einfach den Strom messen. Ja, wie das dann später im Display aussieht, das sehen wir dann noch. Zum Einstellen der Kamera und des OSDs haben wir eine mitgelieferte Fernbedienung, welche durch seine 5-Tasten-Funktion einfach zu bedienen ist. Allerdings gibt es hierfür kein Gehäuse und da mich das gestört hat, habe ich mir schnell eins gebastelt und ausgedruckt. Falls ihr das auch haben wollt, werdet ihr das in den Kommentaren unten dran finden als STL auf Thingiverse. Das Einstellen der Kamera ist grundlegend einfach und bietet einige Möglichkeiten. So kann man einmal die Exposure, also sprich die Belichtung einstellen, man kann den Shutter Mode, also die Verschlusszeit einstellen und den AGC, was scheinbar die Bildsensorempfindlichkeit verändert. Der AWB, also der Weißabgleich. Dann gibt es noch das Image Adjustment, also Bildeinstellungen wie Schärfe, Kontrast, Sättigung, Rauschunterdrückung, was ich sehr interessant finde. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Day-Night-Modus, in dem man den Wechsel zwischen Schwarz-Weiß und einem farbigen Bild bei zu wenig Licht einstellen kann. Ebenfalls darf der WDR-Modus hierbei nicht fehlen, welcher gerade an sehr sonnigen Tagen nützlich sein kann. Unter System liegen die Systemeinstellungen wie PAL, NTSC, die Menüsprache, wobei es hier nur Englisch, Chinesisch und Japanisch gibt und die Funktion auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Es gibt noch 3 aus meiner Sicht, ja, ich würde sagen, uninteressante Funktionen. Das ist einmal der HLC-Modus. Damit kann man sich überbelichtete Bereiche anzeigen lassen. Dann gibt es einen Privacy Mask Modus, in dem man gleich Bildteile auspixeln kann. Und einen sogenannten Bad Pixel Modus, bei dem ich mir absolut überhaupt nicht sicher bin, was der eigentlich macht. Ich konnte es nicht herausfinden. Da die Cam ja auch so ein schönes OSD hat, wo man zum einen den Namen festlegen kann, den siehst du dann schön in einer Brille. Man kann die Spannung kalibrieren, damit das mit deiner LiPo-Spannung übereinstimmt. Und man kann einen Timer einstellen, der dir dann die vergangene Zeit seit Anstecken des LiPos anzeigt. Ja, alle 3 Informationen kann man frei im Display verschieben und man kann sogar 3 verschiedene Schriftarten dafür auswählen. Falls man irgendeine Funktion davon nicht benötigt, kann man sie auch einfach ausschalten. Grundlegend kann man sagen, dass das Menü nicht sehr benutzerfreundlich gestaltet ist. Also bei anderen Cams wie der Arrow zum Beispiel ist das viel intuitiver und einfacher. Zum Beispiel bei dem Day-Night-Delay gibt es keine Angaben in Sekunden, sondern einen Wert zwischen 0 und 100. Und man kann zwar diesen Wert schnell durch gedrückt halten der Right-Taste verschieben, aber nach 3 Sekunden gedrückt halten verändert man auch gleich wieder die Einstellung vom Timer. Also ein bisschen eigenartig, kann natürlich auch sein, dass sie das mit einer nächsten Charge einfach nochmal anpassen. Die Monster V2 hat einen CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 1200 TVL bei einem Seitenverhältnis von 16:9 und üblicherweise haben FPV-Cams einen CCD-Sensor, wie zum Beispiel die Runcam Swift 2 oder die Foxer XAT600, die alle einen 1/3 Zoll Sony Super HAD 2 Sensor benutzen. Mit diesem Zug scheint Foxer auf die Aussagen von Sony zu reagieren, welche seit Anfang 2015 verkündet haben, dass sie ab März 2017 keine CCD-Sensoren mehr herstellen werden. Lediglich Vorbestellungen werden noch bis 2026 ausgeliefert. Ich persönlich vermute, dass das Know-how im Bereich CMOS noch gestärkt werden muss und sie dem Trend der großen Kamerahersteller wie Canon und Sony einfach folgen wollen. Denn
Klar ist, der CMOS hat einige Vorteile gegenüber der CCD-Technik. Zum einen sind das mittlerweile sehr geringe Rauscheigenschaften. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Hohe Geschwindigkeiten, also Bitraten. Einen sehr guten Dynamikumfang. Damit ist gemeint der Unterschied zwischen den hellsten Stellen und den dunkelsten. Und ebenfalls auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein wichtiger Punkt ist die Methode, mit der die Pixel des Sensors ausgelesen werden. Bei den CCDs gibt jedes seine Ladung an den Nachbarn ab und am Ende der Zeile wird die Spannung über Transistoren umgewandelt. Dies garantiert eine große Füllhöhe und macht den CCD sehr lichtempfindlich. Jedoch ist genau hier auch das Problem bzw. der Nachteil, dass ein überladenes und defektes Pixel den Ausfall einer ganzen Bildzeile zur Folge haben kann. Es entstehen dann solche hellen oder weißen Flächen im Bild, wie man hier jetzt gerade sehen kann. Der CMOS hingegen wird Pixel für Pixel ausgelesen, was die Anfälligkeit für Bildstörungen verringert. Zudem ist der CMOS unempfindlich gegen ultraviolettes Licht sowie Infrarotstrahlung. Aus diesen Faktoren resultiert für mich, dass der Wechsel auf CMOS der richtige Weg ist und auf kurz oder lang jeder nur noch mit CMOS-Sensoren fliegen wird. Ja, lieber Christian, allerdings kommt durch die CMOS-Technologie ein neues Problem hinzu. Und das ist der Rolling Shutter-Effekt. Genau. Also ich persönlich finde ja diesen Fehler, wenn man es Fehler nennen mag, vernachlässigbar. Man fliegt ja sowieso immer nur auf Gates zu und somit ist der Effekt ja relativ gering. Ja, zudem scheint allgemein ja nur eine kleine Beeinträchtigung hierdurch zu entstehen, was wiederum für gute Hardware spricht. Bis aber hier Sensoren mit Global Shutter auf den Markt kommen, wird es wohl noch etwas dauern, aber mal sehen, wie sich der Markt dazu entwickelt. Bei dem Seitenverhältnis würde ich sagen, kommen wir in einen Glaubenskrieg. Die einen sagen 4:3 ist besser, die anderen sagen 16:9. Ich glaube, dass es absolut keine Rolle spielt und nur eine Frage der Gewohnheit ist. Zum Beispiel hatte ich, wie sicherlich viele von euch, mit einer Quantum-Brille angefangen, welche im Vergleich zur Fatshark Dom V2 ein ja wirklich gigantisches Display hat. Ich dachte, dass ich mit der Fatshark nicht fliegen kann, weil diese ja im Verhältnis gesehen ein sehr kleines Display hat. Jetzt muss ich sagen, ich vermisse absolut überhaupt nichts und bin genauso im Tunnelblick und konzentriert. Und als ich letztens sogar eine Skyzone 02 SV Plus in der Hand hatte und mir angeschaut hatte, welche ja ein 16:9 Display hat, ist mir auch gleich aufgefallen, dass es mit Sicherheit nur eine Gewohnheitssache ist. Aber ganz klar ist, dass man nur eine 16:9 Kamera benutzen sollte, wenn man auch eine Brille für 16:9 hat. Technisch geht es natürlich mit jeder Brille, nur ist dann ein Kreis eben nicht mehr rund, sondern eine Ellipse. Zudem ist es so, dass das Bild bei 16:9 beschnitten wird und man nicht mehr sehen kann als bei 4:3. Der Bildkreis ist nämlich der gleiche und selbst die Sensoren haben oft das gleiche Seitenverhältnis. So zum Beispiel hat die Monster V2 auch einen Sensor mit 4:3, obwohl sie ein Bild in 16:9 ausgibt. Achso, apropos 16:9. Man darf auch nicht vergessen, dass das Signal aus der Kamera ein sogenanntes Composite-Signal ist, welches nur 4:3 kann. Somit ist das Bildsignal aus der Monster V2 ein sogenanntes 16:9 Anamorphic-Signal. Lediglich das Ausgabemedium macht aus diesem dann ein echtes 16:9. Also neben dem festen Seitenverhältnis des Composite-Signals ist auch die Auflösung begrenzt. Somit kann ein SD-Signal in der Regel niemals über 576 sichtbare Linien haben. Die Foxair hat aber jetzt eine Auflösung von 1280 x 960. Wo liegt da jetzt der Vorteil? Ganz klar. Durch das Herunterrechnen haben wir eine größere Detailgenauigkeit, was einen subjektiven Eindruck vermittelt, dass das Bild somit schärfer ist. Ich finde, dass es sich auf jeden Fall bezahlt macht, hier die doppelte TVL-Anzahl zu haben wie bei den Vergleichsmodellen. Also sehe ich das richtig, dass die Kamera intern die Auflösung herunterrechnet? Richtig. Aufnahmetechnisch ist es so,
dass sie die volle Auflösung benutzt, aber dann am Ende wieder auf ein SD-Signal runterrechnet. Ah, danke Christian. Bitte. Da es schwer ist, einen verbindlichen Delay-Test im Sinne von Echtzeit zu Kamerasignal zu machen, haben wir uns entschlossen, nur die Kameras untereinander zu vergleichen. Wenn ihr also die Swift 2 oder die Arrow kennt und findet, dass sie keine spürbare Verzögerungen haben, dann könnt ihr euch freuen, denn die Monster ist nochmal um ca. 3 Hundertstel Sekunden schneller, hat also ein geringeres Delay. Bei unserem Test haben wir es so gemacht, dass wir das Composite-Signal aller Kameras direkt in den Rechner einspeisen und somit keine Funkübertragungsstörungen oder sonstige Verzögerungen haben. Somit kann man eigentlich sagen, dass das Signal möglichst schnell und ohne große Verzögerung im Computer eintrifft. Genau, und du hast es eben schon gesagt, die Kameras gehen zur selben Zeit in den Rechner rein, die Signale. Es ist also nicht so, dass sie nacheinander aufgezeichnet werden, sondern wirklich zur selben Zeit. Genau. In Sachen Bildqualität ist die Monster einfach besser. Deutlich weniger chromatische Apparation, keine Pixelfehler bei Überbelichtung und was die Belichtungskorrektur angeht, liegt die Monster mit Lichtjahren vorne. Mein Fazit ist klar, ich freue mich auf die kommenden CMOS-Kameras und finde, dass in Sachen Bildqualität die Monster eben besser abschneidet als die Swift oder die Arrow. Ja, die Belichtungskorrektur ist um ein Vielfaches schneller und der WDR-Modus macht hervorragend seine Arbeit. Lediglich im Bereich der Menüführung sollte Fox ja sollten sie nochmal ransetzen, um das zu verbessern. Lustigerweise haben sie es ja bei den anderen Kameras besser gelöst, also warum nicht auch hier? Genau. Ich würde sie sofort eigentlich nehmen, wenn da nicht für mich das Problem wäre, dass ich eben eine 4:3 Brille habe. Also kurzum, solange es keine 4:3 Version davon gibt, bleibe ich wohl oder übel bei meiner Swift 2. Ja, und der Preis ist auf jeden Fall kein Kaufhindernis, denn mit rund 35 € ist sie auch günstiger als die Konkurrenz. Wir hoffen wieder mal, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann freuen wir uns über ein Like und Subscribe. Ansonsten sagt uns, was euch nicht gefallen hat und was ihr euch wünscht. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen oder uns auf unserer Facebook-Seite Erster FPV besuchen. Um immer aktuell zu bleiben, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Account besuchen kommt. Das war's aus dem Erster Tech Lab. Also bis dann. Ja.